Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Beautiful chapter. How are you talking about? Ein schönes Kapitel, über das wir hier sprechen, oder? He was buried in a tomb and raised from the dead after 3 days. Vers 4. Er wurde in einem Grab begraben und nach 3 Tagen von den Toten auferweckt, As foretold in the scriptures. wie es in der Schrift vorhergesagt wurde. I think, and this is just what I'm thinking, Ich denke, und das ist nur meine Meinung, I think that the reason why it was easy for Jesus to explain the gospel to Paul, dass es für Jesus einfach war, Paulus das Evangelium zu erklären, because Paul knew the scriptures better than all the others. weil Paulus die Heilige Schrift besser kannte als alle anderen. He knew it better than Peter and James and John. Er kannte sie besser als Petrus, Jakobus und Johannes. See, the problem with Paul was never that he didn't know the scriptures. Das Problem mit Paulus war nie, dass er die Heilige Schrift nicht kannte. The problem was that he interpreted them wrong and he applied them wrong. Das Problem war, dass er sie falsch auslegte und falsch anwandte. He was a Top-Pharisee, Er war ein Top-Pharisäer. but he sure knew them very well. Er kannte die Schriften sehr gut. So when Jesus explained to him the scriptures, Als Jesus ihm die Heilige Schrift erklärte, he was on fire immediately. war er sofort Feuer und Flamme. So look what it says here. Schau, was hier steht. Paul simply says he was buried in the tomb and was raised from the dead after 3 days. Paulus sagt einfach, dass Jesus in ein Grab gelegt wurde und nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist. He doesn't talk much more about it in this very statement here. In dieser Aussage sagt er nicht viel mehr darüber. Now, of course, I believe that when he says here, as in the scriptures, I believe he was quoting Psalms chapter 16. Natürlich glaube ich, dass er mit den Worten, wie es in der Schrift steht, Psalm 16 zitiert. But do you know that in this very simple sentence, there's a lot of deep theological truth hidden. Aber in diesem sehr einfachen Satz ist eine Menge tiefe theologische Wahrheit versteckt. Paul doesn't want to go into that, but I do. Paulus will nicht näher darauf eingehen, ich aber schon. So I'm going to take the freedom to do that. Ich nehme mir die Freiheit, das zu tun. He was put in the tomb, Jesus wurde in ein Grab gelegt and then 3 days later, he was raised. und dann 3 Tage später auferweckt. What happened in those 3 days? Was geschah in diesen 3 Tagen? Now remember, Jesus had a physical body, Denk daran, Jesus hatte einen physischen Leib, but Jesus also was a spirit being, just like you and me. aber er war auch ein geistliches Wesen, genau wie du und ich. And the Bible does tell us in other passages, Die Bibel erzählt uns an anderen Stellen, Peter talks about this, Petrus spricht darüber and John talks about it in the book of Revelation, und Johannes spricht in der Offenbarung davon, that Jesus went down to Hades. dass Jesus in den Hades hinabstieg. Hades is a place Der Hades ist ein Ort, where people who died without Jesus have gone. an den Menschen, die ohne Jesus gestorben sind, hinkommen. I think Luke chapter 16 gives us a good picture. Ich denke, Lukas Kapitel 16 vermittelt uns ein gutes Bild davon. The rich man and Lazarus. Der reiche Mann und Lazarus. Lazarus went to heaven where Jesus was and Abraham was. Lazarus kam in den Himmel, wo Jesus und Abraham waren. And the rich man went to a place called Hades, a place of suffering and torment. Und der reiche Mann kam an einen Ort namens Hades, einen Ort des Leidens und der Qualen. Because that's where sinners go. Denn dorthin kommen die Sünder. Sinners who have not accepted Jesus. Sünder, die Jesus nicht angenommen haben. Jesus went to that place Jesus ging an diesen Ort, because he died as a sinner. weil er als Sünder starb. Remember what Paul said to the Corinthians in his second letter, Erinnerst du dich, was Paulus im 2. Brief an die Korinther schrieb? in the 5th chapter and the 21st verse. Im 5. Kapitel, Vers 21. He who did not know from any sin Er, der von keiner Sünde wusste, became sin for us, wurde für uns zur Sünde, so that we could become the righteousness of God in Christ Jesus. damit wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus werden konnten. So if Jesus took our sinful nature and so to say became a sinner, Jesus nahm also unsere sündige Natur an und wurde sozusagen zum Sünder. sinners go to Hades. Sünder kommen in den Hades. So in 3 days, In den 3 Tagen it was not simply that the body of Jesus was in the grave and Jesus was in heaven with the Father having a good time. war es nicht einfach so, dass der Leib Jesu im Grab lag und Jesus im Himmel beim Vater war und eine gute Zeit hatte.
I tell you my personal understanding. Ich erzähle, was ich persönlich verstehe. My understanding was that the physical suffering of Jesus was horrific. Ich verstehe, dass das körperliche Leiden Jesu entsetzlich war. They plucked out his beard. Sie rissen ihm den Bart aus. They put nails through his hand. Sie schlugen Nägel in seine Hände. They crushed his skull by putting a crown of thorns there. Sie zerquetschten seine Kopfhaut, indem sie ihm eine Dornenkrone aufsetzten. They scourged him. Sie geißelten ihn. And the scourge which they used him tore open his body. Die Geißel, die sie benutzten, riss seinen Leib auf. So I do by no means want to belittle his physical suffering. Ich will keineswegs sein körperliches Leiden herabsetzen. But I still do not believe that that was his greatest suffering. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass dies sein größtes Leiden war. Because I believe his greatest suffering was in those 3 days that Paul said here. Denn ich glaube, dass sein größtes Leiden in diesen 3 Tagen stattfand, die Paulus hier erwähnt. 3 days he was in the tomb, 3 Tage war Jesus im Grab, but only his body. aber nur sein Leib. He was down there in Hades. Er war dort unten im Hades. The spiritual suffering of Jesus, I believe, was much worse than the physical suffering. Das geistliche Leiden Jesu war meiner Meinung nach viel schlimmer als das körperliche. Also, Außerdem it was much longer. dauerte es viel länger. The physical suffering was a few hours, while the spiritual suffering lasted for 3 days and 3 nights. Das körperliche Leiden dauerte nur ein paar Stunden, während das geistliche Leiden 3 Tage und 3 Nächte andauerte. And it is my belief Und ich glaube, that in the spiritual world, you have no consciousness of time. dass man in der geistlichen Welt kein Zeitbewusstsein hat. So that 3 days and 3 nights, it felt probably like an eternity to Jesus. Deshalb fühlten sich diese 3 Tage und 3 Nächte für Jesus wahrscheinlich wie eine Ewigkeit an. He did that because he loved you and he loved me so deeply. Er tat das, weil er dich und mich so sehr liebte. You see, when he was resurrected, Als er auferstanden ist, which Paul says here, Paulus sagt es hier, he says it was permanently doomed and raised from the dead. er sagt, Jesus wurde in ein Grab gelegt und von den Toten auferweckt. When he was finally resurrected, Als er schließlich auferstanden ist, he has conquered death and Hades once and for all. hat er den Tod und den Hades ein für alle Mal besiegt. He did that for you and for me. Er tat dies für dich und für mich. So now we never have to suffer separation from God. Deshalb müssen wir jetzt nie mehr unter der Trennung von Gott leiden. We one day move from this body to a different place. Eines Tages werden wir diesen Leib verlassen und an einen anderen Ort gehen. But we'll never be separated. Aber wir werden niemals getrennt sein. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.